Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um meine Augen-OP gehen. Viele von euch wissen bestimmt gar nicht, dass ich eine gemacht habe. Ich habe das nämlich, glaube ich, nirgendwo erwähnt. Aber habe ich. Ich möchte jetzt kurz zu meiner Vorgeschichte kommen, dass man so ein bisschen besser nachvollziehen kann, warum ich es gemacht habe. Am Ende der ersten Klasse habe ich meine erste Brille bekommen. Weil ich ein bisschen schlechter gesehen habe. Es ist einfach aufgefallen, dass ich an der Tafel nicht so gut mitmachen konnte, dass ich nichts mehr lesen konnte, und dann habe ich meine erste Brille bekommen. Dazu sei gesagt, schlechte Augen sind in meiner Familie väterlicherseits vererbt. Meine Oma hatte schon wirklich so dicke Aschenbechergläser, hat meine Mama immer gesagt, Aschenbechergläser. Und mein Papa hatte auch ziemlich schlechte Augen. Meine Augen wurden wirklich von Jahr zu Jahr schlechter, und das dann auch nicht nur irgendwie so um 0,2 Dioptrien, sondern wirklich immer gleich 1 Dioptrien. Keiner konnte mir wirklich erklären, woran das liegt. Wie gesagt, bei meinem Vater und bei meiner Oma war es ja genauso. Jedenfalls bin ich dann mit 15, das war so ein Schlüsselmoment. Wundert euch nicht, wenn hier irgendwas mal kratzt oder rumrennt, das sind die Katzen. Wir haben jetzt hier eine ziemlich offene Wohnsituation und ja, die rennen hier halt rum. Ich habe mir so ein Skript gemacht, weil ich wollte es mal geordnet probieren. Mit 15 Jahren hatte ich dann wieder mal einen Augenarzttermin. Meine Mama war da auch dabei und da hatte ich auch wieder dann über Dioptrien schlechter. Ich glaube von 4,5 auf 5,5 oder 5,75 Dioptrien sogar. Also ich bin kurzsichtig, das heißt, ich kann immer weniger weit sehen. Und da habe ich dann geweint. Aber gerade als Teenie, ich wollte keine Brille haben. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber ich fand das richtig doof. Der Arzt hat mich dann damit getröstet, dass ich mich ja irgendwann operieren lassen könnte. Jedenfalls darf man seine Augen erst operieren, wenn man 2 Jahre lang keine Verschlechterung nachweisen kann. Die Katzen drehen hier gerade voll durch. Das ging bei mir ganz, ganz lange nicht. Auch nach Finn ging es nicht. Da sind die Augen noch schlechter geworden. Es kann nämlich auch sein, dass durch eine Schwangerschaft die Augen schlechter werden. Und jetzt, vor 2 Jahren, war es endlich soweit. Endlich sind meine Augen nicht mehr schlechter geworden. Augen können anscheinend bis zum 25. Lebensjahr schlechter werden. Bei mir ging es noch danach weiter. Jedenfalls habe ich dann wieder irgendwann mal das Thema aufgegriffen und habe dann aber erfahren, dass fürs Lasern eigentlich meine Augen zu schlecht sind. Ich war am Ende bei einer Dioptrienzahl von minus 7,5 und minus 7,75 und habe dann nochmal das Thema aufgegriffen. Es war sehr blöd für mich, weil, wie gesagt, ich habe da sehr drunter gelitten. Es war wirklich so, dass wenn meine Brille, ich habe ja eigentlich immer Kontaktlinsen drin, aber habe dann halt eben abends die Brille aufgesetzt, weil da die Kontaktlinsen raus müssen. Und wenn meine Brille vom Nachttisch gefallen ist, dann habe ich die selber nicht mehr gefunden. Ich musste dann wirklich so tasten, und meistens hat der Patty mir dann geholfen und hat sie mir gegeben. Oder sogar jetzt am Ende mein Finny. Ja? Sogar der musste mir dann die Brille geben, und ja, es war eine wirkliche Behinderung. Außerdem war die Brille durch diese dicken Gläser sehr, sehr schwer. Das heißt, die ist immer hier nach vorne gerutscht. Ich bin die ganze Zeit so dran gehangen und habe die irgendwie wieder probiert hochzumachen, und eine halbe Sekunde später war es wieder. Jetzt durch meine Arbeit, ich bin ja nur am FFP2-Maske tragen, auch jetzt immer noch, und dauernd beschlagen. Es waren ja richtig dicke Gläser am Schluss, und so eine Brille war auch sehr teuer, da die Gläser extra dünn geschliffen werden mussten. Also sie haben trotzdem immer über diese Gestell drüber, wie nennt man das, drüber geragt, ja, ihr wisst, was ich meine. Also die war einfach nicht ganz im Gestell drin, sondern die Gläser standen über, weil die einfach so dick waren. Und sogar bei Mr. Spex war es, glaube ich, also die dünnste Schliffart. Aber Mr. Spex hat mir dann noch eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, das können sie so nicht machen. Die müssen nochmal dünner geschliffen werden, dass es halt auch wieder ein Aufpreis ist, aber das geht anders nicht. Ja, so dick waren meine Gläser. Deswegen war es auch eine wirkliche Behinderung. Es war einfach wirklich, man konnte auch nicht spontan sein oder so. Ja, man musste immer dann erstmal Kontaktlinsen rein, weil ich mochte meine Brille nicht. Die war auch störend, gerade wenn es draußen hell ist, dann braucht man eigentlich eine Sonnenbrille. Und ehrlich gesagt war ich zu geizig, mir eine Sonnenbrille zu machen in der Stärke, die dann auch solche dicke Gläser gehabt hätte. Wenn dann eben immer Kontaktlinsen, und dann musste man erstmal Kontaktlinsen reinmachen und dann konnte man sich erst schminken, und es hört sich nicht viel an. Aber
Das ist morgens schon nervig gewesen. Vielleicht sind es auch Luxusprobleme. Genau, also mein Traum war dann irgendwie schon fast gestorben, weil es hieß, ich kann sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr lasern und wenn ich sie lasern lasse, bleibt trotzdem eine Reststärke übrig und ich muss dann trotzdem eine Brille tragen, was ja nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen wäre. Dann habe ich mich weiter erkundigt und habe herausgefunden, dass es auch eine ICL gibt. Und zwar ist es dann eine Kontaktlinse, die ins Auge eingesetzt wird. Die Hornhaut wird hier an den Seiten aufgemacht, dann kommt hier so ein Besteck rein, was dann später dafür da ist, um die richtig hinzuschieben, die Linse, und auf der Seite kommt dann die Linse rein. Und dann wird die da einfach hinter die Pupille quasi gemacht. Also das ist eine sogenannte Vorderkammerlinse. Habe ich auch auf YouTube ein paar Videos drüber angeschaut, ein paar andere Erfahrungsberichte, wo es wirklich nicht viele gibt, außer solche Werbevideos, und die finde ich immer nicht authentisch. Deswegen dachte ich, ich mache darüber einfach auch mal ein Video. Diese ICL, die geht halt bis minus 18 Dioptrien zum Beispiel, und ich hatte ja jetzt minus 7,75, also war das absolut kein Problem. Dann, was halt auch noch ein Vorteil ist gegenüber der Laserbehandlung, dass die ICL einfach wieder rausgenommen werden kann später oder auch im Alter. Wenn die Altersweitsicht kommt, könnte man andere Linsen nehmen und die halt austauschen, sodass es dann wieder passt, oder man macht sie ganz raus, die Hornhaut wird nicht abgetragen, und es waren dann alles auch noch so Pluspunkte, dass eigentlich nur 2 kleine Schnitte da sind und mehr ist da nicht. Ich habe mich nämlich dafür entschieden. Habe dann in Schwäbisch Hall, hier ist ein Augenzentrum, habe ich mich da erkundigt, habe da einen Termin gemacht. Das lief auch ganz komisch am Anfang. Also ich habe ja immer noch gebangt, dass ich vielleicht nicht in Frage komme. Es gibt nicht ein paar Ausschlusskriterien da dafür. Mir wurde ja immer gesagt, nee, kann ich nicht machen, nee, meine Augen sind wieder schlechter geworden. Und jedes Mal, wenn ich zum Augenarzt gegangen bin, hieß es eigentlich, ja, so, wieder ein Dioptrien mehr. Deswegen war das immer so ein richtig blödes Gefühl für mich, zum Augenarzt zu gehen. Ich habe das nicht mit was Gutem verbunden. Jedenfalls war ich dann da, kam so raus, dass meine Augen von 2019 bis 2021 nicht schlechter geworden sind. Und es war für mich eine ganz neue Situation, weil die wurden ja eigentlich immer schlechter bei mir. Der nächste Schritt war dann die umfangreiche Augenuntersuchung. Die hatte ich dann im Juli, meine ich, Juni oder Juli. Das sind 4 Stunden gewesen und da wurde wirklich alles an den Augen untersucht. Die Hornhautverkrümmung, die Dicke, die Stäbchen, die Zäpfchen, Dämmerung, nochmal ein Sehtest natürlich und noch vieles mehr, von dem ich selber keine Ahnung habe. Einfach um zu gucken, ob irgendwo ein Ausschlusskriterium ist, dass ich das nicht machen kann. Und am Ende dieser Untersuchung habe ich dann Bescheid bekommen von dem Professor da, dass ich geeignet bin. Geeignet für die Operation. Davor hatte ich ja große Angst. Mir wurde nämlich jahrzehntelang gesagt, dass man eigentlich nichts machen kann, dass ich nicht mehr lasern kann, weil die zu schlecht sind und das nicht gut wird. Ich bin gerade einfach mega happy, aber auch irgendwie total am Arsch. Ja, also so seht ihr mal, wie meine Augen gerade aussehen. Voll schwer in die Kamera vom Handy zu schauen, weil ich mir nicht sicher bin, wo die Linse genau ist. Und bei dieser Stelle möchte ich euch jetzt gerne eine Sprachnachricht einblenden, die ich meiner Familiengruppe geschickt habe, die einfach gefragt haben, wie es gelaufen ist. Erschreckt euch nicht, ist ein bisschen schwäbisch, aber ich denke, daran kann man gut verdeutlicht sehen, wie sehr mich das belastet hat. Und dann hat er halt das verglichen und hat gesagt, dass das alles gleich bliebe ist. Und ich weiß natürlich, ihr könnt euch das bestimmt nicht vorstellen, ich heule gleich wieder, wie das ist, wenn die Augen endlich mal normal bleiben. Ich freue mich einfach so. Moment, ich muss kurz Pause machen. Einfach so glücklich, dass es endlich aufgehört hat und dass der jetzt was machen kann. Das ist einfach so eine große Behinderung, nichts zu sehen. Oder wenn die Brille weg ist, nicht an dem Platz, wo es ja normalerweise ist, und wenn man die selber nicht findet. Und dass der das halt alles gut machen kann. Ich bin normalerweise auch kein Mensch, der sehr emotional ist, aber da habe ich geweint, weil ich einfach so unglaublich glücklich war, und ich denke, das können wirklich nur Menschen empfinden oder nachempfinden und verstehen, die auch solche Probleme hatten oder haben mit den Augen. Dann wurden die Termine für die OPs ausgemacht. Das war einmal der 7. Dezember und der 14. Dezember. Das waren 2 Dienstage, soweit ich mich erinnern kann. Zuerst sollte das schwächere Auge operiert werden. Man hat nämlich immer ein Führungsauge, was bei mir das rechte ist, und ein Auge, das halt so mitläuft. Und bei mir war eben dann dieses zuerst dran. Das war dann am 7. dran und das hier war am 14. dran. Dann kommen wir jetzt zum Tag der OP. Hallöchen! Ich habe jetzt gleich meinen ersten OP-Termin in 15 Minuten. Wir stehen hier schon. Das ist meine Aufsichtsperson, weil ich werde ja sediert. Es kommt drauf an, wie stark.
Ich hoffe, dass ich einfach wirklich gar nichts mitbekomme und da darf ich 24 Stunden keine wichtigen Entscheidungen treffen, steht extra so drin, und ich darf auch nicht alleine nach Hause und ich brauche eine Aufsichtsperson 24 Stunden lang. Ja, langsam bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich habe mir nochmal mein Gesicht gewaschen. Wie ihr seht, hier hässliche Brille. Die wurde extra angefertigt für mich damals, als ich 2 Wochen ohne Kontaktlinsen rumlaufen musste, weil sonst die Ergebnisse von der Augenuntersuchung verfälscht worden wären. Also eine ganz alte Brille ist es, da wurden einfach neue Gläser reingemacht und ist auch mega dick. Das sieht man hier. Bald ist weg. Ich freue mich. Aber ich habe auch Angst und ich habe Angst, es tut weh. Nächste Woche ist dann dieses Auge drin. Es war eine ambulante OP, wollte ich dazu noch sagen, und ich wurde dann eben aufgenommen. Alle 5 Minuten wurde ich getropft. Einmal augenerweiternde Tropfen und einmal betäubende Augentropfen. Wegen der Hornhautverkrümmung wurde mein Auge dann noch von einem, nee, nicht Optiker, oder? Doch, ich glaube, ein Optiker war es, markiert. Die Augen waren ja schon ein bisschen betäubt, aber es war sehr unangenehm trotzdem, muss ich sagen. Also, man hat es gespürt, da wird halt so Farbe da drauf gemacht. Bei einer Hornhautverkrümmung ist das nur, also wenn man das nicht hat. Egal, es war unangenehm, es hat nicht wehgetan. Dann wurde mir hier in die Hand ein Zugang gelegt. Sollte einfach später für diese Kurzzeit-Anästhesie sein, also diese gut deutsch bekannte Leck mich am Arsch Spritze. Dann bekam ich so ein richtig dickes Gel ins Auge und das hat so mega richtig betäubt. Also da habe ich dann nicht mal mehr gemerkt, wie ich geblinzelt habe. Es war ganz komisch, das Gefühl. Dann wurde mir die OP-Kleidung angezogen. Also ich habe so eine Haube aufbekommen und halt so ein Hemd an. Oh mein Gott. Ja, die Katzen meinen natürlich genau jetzt, sie müssen verspielt sein. Naja. Und während ich gewartet habe, habe ich mich noch mit einer anderen Patientin unterhalten. Die haben einfach immer dienstags ihren OP-Termin gehabt und deswegen waren da auch mehrere Leute da. Das war so, ich glaube, im Stundentakt. Die hat mir einfach ihre Geschichte erzählt, was sie macht und warum sie es macht und ich mir ihr meine. War ganz nett. Dann kam ich in den OP. Ich durfte ja keine Brille mehr tragen, deswegen habe ich davon nicht wirklich viel gesehen. Wie gesagt, ich war ja fast blind, muss man wirklich so sagen. Ich habe mich da hingelegt, meine Arme wurden festgeschnallt, das fand ich ein bisschen befremdlich, aber gut. Und dann kam schon der Anästhesist und hat mir das Zeug reingespritzt. Man probiert ja immer zu gucken, wie lange man wach bleibt, aber ich glaube so nach 3 Sekunden oder so war ich weg. Erst wurde es so ein bisschen schwindelig, zack, weg war ich und dann bin ich auch schon wieder aufgewacht. Habe da also wirklich nichts davon gemerkt. Ich habe damals ja viele Videos über die ICL-Implantation angeschaut. Jeder hat einfach immer nur gesagt, ja, ich wurde betäubt und dann haben die angefangen, aber keiner hat mir gesagt, ob man da noch was mitkriegt, weil das war so meine größte Angst. Und nein, man hat wirklich nichts mitbekommen. Nur falls ihr auch bei der Entscheidung steht und es einfach keiner sagt, ich zumindest habe wirklich überhaupt nichts mitbekommen. Es war wie eine ganz normale Narkose. OP an sich, die ging eine halbe Stunde ungefähr und ich musste dann aber noch 4 Stunden zur Beobachtung da bleiben. Habe dann da noch was zu trinken bekommen und mein Auge war eben abgedeckt mit einem Verband und so einer Klappe. Und dann durfte der Paddy mich abholen. Da sind wir dann zur Apotheke gegangen, haben meine Tropfen geholt. Es war einmal so ein Gel und einmal antibiotische Tropfen, soweit ich mich entsinnen kann. Und dann ging es auch schon ab nach Hause. Genau, das muss man alles selber bezahlen natürlich. Die Tropfen, man gilt quasi als Privatpatient und habe dann halt so einen Tropfenplan bekommen, an den ich mich dann halten sollte. Ich durfte dann eigentlich erst am nächsten Tag die Augenklappe abnehmen. Das ging aber nicht, weil ich hatte solche Schmerzen auf einmal darunter und ihr seht jetzt gleich ein Video, wo ich darüber rede. Erschreckt euch nicht, ich sehe das einfach als aus. Mir ging es wirklich schlecht. Hallo ihr Lieben, wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Gestern hatte ich ja noch so einen dicken Verband drauf. Ich habe auch noch so ein durchsichtiges Ding, das soll ich nachts hin machen, dass ich nicht irgendwie aus Versehen ins Auge fasse. Die Nacht war sehr durchwachsen. Also ich bin 3-4 Mal aufgewacht. Mein ganzer Verband, alles war komplett durchtränkt mit Tränen. Es tat weh, es hat gestochen. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich einfach, ich will da keine Angst machen. Ich war jetzt bei meinem Nachsorgetermin und der Arzt hat auf mein Auge geschaut und gemeint, Moment, davor war noch ein Sehtest. Ich habe so gut wie nichts gesehen auf dem Auge, wenn ich das hier zumache. Da habe ich jetzt die Kontaktlinse gerade drin. Und er hat dann auch nochmal einen Sehtest gemacht, da habe ich auch so gut wie nichts gesehen. Also ich sehe schon besser als ohne was drin. Also wäre da nichts behandelt worden und ich hätte keine Kontaktlinse oder Brille auf, würde ich schlechter sehen. So. Aber ich habe mich mit der Dame, also gestern waren viele dran, mit der Dame unterhalten, mit der ich mich gestern schon unterhalten habe.
Und die meinte, nö, sie sieht da jetzt viel besser drauf und auch kein Schleier oder so davor. Es ist ein paar Stunden später. Hier seht ihr meine schöne Augenklappe, die ich nachts drauf machen darf. Die Brille würde dazu extrem stören, wenn ich auf die Seite will oder so. Ja, leider hat das Video vorhin abgebrochen. Ich hoffe, es ist hell genug, aber ja, so ist es hier gerade. Also, da war eine Dame, die habe ich gestern schon bei der OP-Vorbereitung so ein bisschen kennengelernt. Wir haben uns unterhalten, warum wir das machen und so. Sie hat eine andere Linse bekommen, aber gleiche OP quasi. Und wir haben uns halt schon unterhalten dann bei der Vorsorge im Wartezimmer und hat mich gefragt, wie es mir so ging. Und er hat gesagt, ja, also die Nacht, die war schon heftig. Das war wirklich, ja, also es war alles durchtränkt mit Tränenflüssigkeit, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, und es hat gestochen. Ich hätte mir am liebsten mein Auge rausgerissen. Und es hatte nichts mehr damit zu tun, wie es alle anderen sagen bei der Recherche, oh Gott, das stört, dass man ein leichtes Fremdkörpergefühl hat. Das war eher so, da hat jemand eine richtige Nadel in mein Auge gestochen oder irgendwie extrem eine ganze Handvoll Sand reingeschmissen. Also ich bin da jetzt nicht so wehleidig. Ich kenne das, wenn mal was unter der Kontaktlinse ist. Aber das, also wirklich, ich war dreimal kurz davor, den Notruf zu wählen. Den Augennotruf. Ja, sowas gibt's. Und habe dann aber gesagt, nee, jetzt warten wir noch kurz. Und ich denke, das war immer, als ich in den REM-Schlaf gekommen bin. Da gehen ja die Augen so hin und her. Jedenfalls war ich dann beim Arzt drin. Der Arzt hat mich auch gefragt, wie es mir ging. Ich habe ihm das geschildert und dann hat er schon so ein bisschen komisch geguckt. Und dann dachte ich schon, oh, das ist nicht normal. Also es ist wirklich nicht normal. Dann hat er mit mir probiert, einen Sehtest zu machen. Ich habe nichts erkannt. Dann hat er halt mein Auge angeschaut, hat so eine Flüssigkeit rein, die Verletzungen sichtbar machen und sagt, ja, ich habe direkt wirklich hier über dem Sichtfeld einen Kratzer. Das ist die schmerzhafteste Stelle, wo man auf der Hornhaut einen Kratzer haben kann, weil da einfach immer alles reibt. Also auch beim REM-Schlaf, das erklärt auch, warum das so weh tat. Dann habe ich ihn halt gefragt, ja, was ich jetzt machen soll, und dann meinte er, ich soll jetzt auf jeden Fall jede Stunde Tropfen reinmachen und schlafen. Was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich bin jetzt seit 20 Minuten wach. Man sieht ja, wie ich ausschaue. Aber ist mir gerade so egal, Leute, wirklich. Ich bin fix und fertig. Ich fühle mich so gehandicapt. Ansonsten, dass es jetzt anscheinend relativ schnell verheilen sollte trotzdem. Jetzt habe ich natürlich wieder gegoogelt, ich Idiot, obwohl das auch nicht gut ist. Ich soll nicht viel mit dem Handy machen, ich soll auch nicht viel lesen. Und das strengt auch ungemein an, weil ich ja nicht so gut sehe auf dem Auge hier. Es ist auch blau, das sieht man jetzt gar nicht richtig durch das. Ich glaube, auf der Sequenz vorher sieht man es besser. Das kommt von der Spritze, die ich bekommen habe. Ich habe eine Spritze reinbekommen und das hat der Anästhesist mir gesagt, ja, dass der Doktor das angekreuzt hat. Und ich, was? Kriege ich das mit? Und er, nee, da schlafen sie schon an. Okay, dann ist mir egal. Und das ist auch echt nicht schlimm, dass es blau ist oder so. Wie gesagt, nur dieser Kratzer auf der Hornhaut, ich könnte die Wände hochgehen. Ich habe ihn gefragt, ob ich augenbetäubende Tropfen wenigstens haben darf für die Nacht. Weil das einfach so unangenehm ist. Ich kann jetzt morgen auch noch nicht arbeiten, obwohl ich das vorhatte, weil ich einfach bei jedem Erfahrungsbericht gelesen habe, dass es eigentlich schon am nächsten Tag wieder alles super war. Also musste das jetzt noch kurzfristig umgedeichselt werden. Urlaub kann man dafür auch nicht nehmen, weil, ja, das zählt als Schönheitsoperation. Ich kriege dafür keine Krankmeldung. Am Dienstag wäre dann das zweite Auge dran. Ich habe jetzt Angst, ich habe jetzt wirklich Schiss davor, weil ich möchte das nicht so schnell nochmal durchmachen und ich werde diesen Termin auch absagen, wenn dieses Auge hier immer noch so große Probleme macht, weil dann sehe ich auf beiden Augen nichts mehr. Wobei, wie gesagt, also bei dem Mittagsschlaf jetzt war es schon besser. Es hat nicht mehr so weh getan, aber wer weiß, wie das wieder heute Nacht wird. Keine Ahnung. Wobei der Arzt gesagt hat, es heilt schnell. Werden wir sehen. Ich liege jetzt hier noch ein bisschen rum. Habe dauernd einen Wecker gestellt, also jede Stunde klingelt der und dann werden Tropfen reingemacht und dann hoffe ich, dass es bald besser wird. Wobei, wenn ich jetzt so gucke, klar, durch diese Klappe hier, die kann ich normalerweise jetzt wegmachen, wenn ich nicht mehr schlafe, sehe ich noch ein bisschen verschwommener als normalerweise, aber ich glaube, es ist wieder besser geworden. Bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, der Arzt meinte, morgen sollte es auch nicht mehr so wehtun. Einen Tag nach dieser OP hat man dann die Nachuntersuchung, also bin ich einen Tag später dahin. Und der Arzt hat mich gefragt, habt ihr jetzt auch schon im Video gesehen, wie es war und warum und
wie auch immer. Jedenfalls meinte der Arzt, dass der Verband zu feste auf meinem Auge gewesen ist. Ich glaube aber, dass es eher an dieser Markierung von der Hornhaut da lag, weil das echt komisch war. Wie gesagt, es hat nicht wehgetan, weil es war ja schon betäubt, aber irgendwie war es seltsam. Das Auge hat sich wieder erholt, es war wieder alles gut, es tat nichts mehr weh und ich konnte einfach auf dem Auge sehen. Und das war so cool, gerade abends beim Einschlafen. Klar, ich hatte immer noch die Klappe drüber, ich war da sehr vorsichtig, ich hatte die auch länger drauf, aber ich konnte was sehen, Leute. Viel besser auf diesem Auge. Da war ja so eine kleine Complication. Ich zeige es euch mal. Es ist halt ein bisschen blau jetzt, ne? Sieht schon aus. Und es ist auch noch ein bisschen rot. Ja, genau. Ich dachte, ich mache mal ein kleines Update. Ich habe auch ein paar Bilder, wie es die Tage davor aussieht. Eigentlich sieht es erst jetzt richtig schlimm aus. Es tut aber nicht weh oder so. Und auch so tut mein Auge gar nicht mehr weh. Das Einzige, was ich habe, woran ich merke, dass ich halt tropfen muss, ist, wenn die Sicht hier wieder so ein bisschen schleierig wird. Noch ein ganz leichter Schleier ist permanent da, aber gar nicht mehr schlimm. Also ich merke jetzt halt, dass ich auf dem Kontaktlinsenauge noch ein bisschen besser sehe, aber alles easy so. Abends klebe ich es immer noch ab mit dieser Augenklappe und am Dienstag ist dann das andere Auge dran. Und ich hoffe, dass diesmal keine Komplikation auftaucht. Weil das war wirklich die Hölle dieser eine Tag. Habe aber auch schon in der Arbeit Bescheid gesagt, dass ich am Donnerstag nicht so eingeplant werden soll, dass ich öffne. Weil, falls doch wieder irgendwas ist, man will ja niemals nie sagen. Ansonsten haben wir heute jetzt Freitag. Ich habe heute den ersten Tag wieder gearbeitet. Ich bin auch Auto gefahren. Es war ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also ich bin gespannt, wie es nächste Woche ist, wenn die zweite ICL implantiert ist. Weil man hat hier schon diese Halos, so Lichtringe. Und wie gesagt, es ist noch leicht neblig. Und ich habe mal kurz so, wollte ich Auto fahren, einfach mal zu gucken, wie ist es. War nicht so cool, muss ich sagen. Also das Licht, das hat einfach die komplette Sicht auf die Straße von den wie nennt man das, von diesen, die Gegenfahrbahn, genau, die von der Gegenfahrbahn kamen, hat mich schon mega geblendet. Bei der zweiten OP hat man hat immer davor dieses Anästhesiegespräch, das hatte ich jetzt vorher nicht erwähnt. Da habe ich den Anästhesisten gefragt, mir ist nämlich was aufgefallen. Einen Tag lang hat alles mit Kohlensäure an Limo ekelhaft abgestanden geschmeckt, als wäre keine Kohlensäure drin. Und dann habe ich den Anästhesisten gefragt, ob das am Narkosemittel liegen kann oder an dieser anderen Spritze, die man da bekommt gegen Glaukom, weil es kann sein, dass der Augendruck eben steigt durch die Operation. Und dann hat er gesagt, naja, das wäre ihm jetzt nicht bekannt. Und dann kam er aber später noch zu mir und hat gemeint, er hat jetzt recherchiert und es kann tatsächlich bei ein paar seltenen Personen sein, dass das so ist, dass man dann so einen komischen Geschmack hat halt. Weil das war bei mir so, ich weiß noch, wir haben abends nach der OP, da ging es mir noch okay, da hat die Betäubung noch gewirkt, haben wir halt gegessen und ich trinke eigentlich den ganzen Tag über Wasser, aber zum Essen brauche ich was Süßes. Ja, da trinke ich dann ein Glas Cola oder Limo oder wie auch immer und das hat so ekelhaft geschmeckt. Das war so widerlich, aber irgendwie war es halt auch witzig, weil der Paddy so, hä, das schmeckt ganz normal, was hast du für ein Problem? Also nach einem Tag war das auch wieder weg, also es kann wirklich davon kommen. Die OP an sich, die lief eigentlich gleich ab. Da kriegt ihr jetzt auch wieder eine Einblendung, was nach der OP war, wie es mein Eindruck war. Heute war mein zweites Auge dran. Das war wieder eine ganz andere Erfahrung. Irgendwie bin ich auch jetzt heißer, keine Ahnung. Dieses Mal war es so, dass ich auch wieder kurz bevor es fertig war, halt aufgewacht bin oder zu mir kam. Ich habe aber nichts gesehen. Also es war, als hätte ich dieses Auge zu. Und dann sagt der Arzt zu mir, ja, ich soll bitte das Auge jetzt schließen. Und ich so, ich sehe nicht. Und der dann, ja, es liegt an der Spritze, da hat die sehr gut gesetzt. Also irgendwie hat er den Sehnerv damit ausgeschalten. Hier war alles taub. Also hier und die ganze Kopfhaut, das war so befremdlich, als ob dieses Stück Kopf nicht zu mir gehört. Diesmal darf ich schon um 21 Uhr den Verband wegmachen und 21:15 Uhr fange ich an zu tropfen und dann 21:30 Uhr nochmal. Ich hatte vorher mal das Gefühl, als wäre dieser Verband wieder zu extrem auf meinem Auge drauf. Habe mal so drunter gespickelt und habe probiert, mein Auge zu öffnen. Es ging nicht. War wohl auch noch von der Betäubung. Gerade eben habe ich nochmal drunter gespiegelt, jetzt ging's. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass diesmal meine Hornhaut keinen Kratzer abbekommen hat, weil das tat so weh. Und ja, jetzt fühlt es sich auch unangenehm an, aber ich kann nicht einschätzen, ob es wieder so schlimm ist wie letztes Mal oder ob das jetzt einfach das Normale ist, weil es halt operiert wurde. Ne? Jetzt probiere ich auf jeden Fall gerade eigentlich nur zu schlafen, dass die Zeit schneller umgeht und ich diesen blöden Verband wegbekomme, weil das ist das Schlimmste. Weil sobald man tropfen kann, spürt man eigentlich keine Schmerzen mehr. Und jetzt habe ich ungefähr noch so eine Stunde vor mir und dann kann dieses Teil endlich runter. Videos kamen nach diesem keine mehr, weil ich noch viel, viel schlimmere Schmerzen hatte. Ich konnte nichts mehr, Leute.
Es war unglaublich. Ich wurde sogar richtig depri und habe dann geweint, weil ich am Familienleben nicht teilhaben konnte. Ich war nur im dunklen Zimmer im Bett, habe nur probiert zu schlafen. Ich hatte solche Schmerzen, ich konnte es nicht aufmachen, das Auge. Wenn ich es aufgemacht habe, unter großen Schmerzen, habe ich das Licht von unserem Fernseher, ja, dieses kleine rote, das habe ich so doppelt gesehen, so auseinander. Ich war beunruhigt, ich hatte Angst, ich habe mir überlegt, ob das die richtige Entscheidung war, was ich da gemacht habe, weil es jetzt einfach noch viel schlimmer ist. Ich hatte wirklich Angst, mein Auge wird nie wieder. Und ich wusste ja auch nicht, was los ist, denn nach der OP hat kein Mensch zu mir irgendwie gesagt, dass irgendwas schiefgelaufen wäre oder dass ich mich jetzt auf Schmerzen einstellen kann oder sonst was. Nö, nix. Die haben mich einfach nach Hause geschickt, nach diesen 4 Stunden wieder, und das war's. Jedenfalls hatte ich dann ja auch den Tag danach wieder die Nachuntersuchung und habe gesagt, ich habe die unglaublichsten Schmerzen meines Lebens, was ist da los? Erstmal muss man sich denken, das hier ist ja mein Führungsauge, also das wichtigere Auge von beiden eigentlich. Ich hatte eine komplette Schürfung, also die komplette Hornhaut war abgeschürft. Der Arzt hat mir dann unterstellt, ich hätte, während die halt betäubt waren, gerieben. Aber das hätte ich nie gemacht, nie im Leben. Ich habe so aufgepasst. Ich habe wirklich so aufgepasst. Es hätte ja auch nichts jucken können, weil es betäubt war oder so. Ich habe da nicht gerieben. Was ich mir vorstellen kann, entweder als ich diese Anästhesie bekommen habe, man weiß ja nicht, was man da macht. Das ist ja so eine Art Betäubung, wo man alles mitmacht, was einem gesagt wird, aber man dann einfach später alles vergisst. Ich weiß, dass die MFA mich dieses Mal nicht angeschnallt hat. Dass ich vielleicht wirklich einfach meine Hand genommen habe, während ich schon betäubt war und reingefasst habe oder so. Aber sowas gibt ein Arzt natürlich nicht zu. Also im Bericht steht einfach, dass auffällt, dass jetzt schon eine riesige Schürfung da ist. Weil sonst hätten die mir das auch gleich sagen können nach der OP. Ich finde es komisch, dass sie es mir nicht gesagt haben. Ich denke, die wären dafür haftbar gemacht worden. Dann hat er mir gesagt, dass er mir halt auch noch eine Kontaktlinse schon drauf gemacht hatte. Eine Verbandskontaktlinse, und wir die auch noch 3-4 Tage drauf lassen müssen. Und ich habe mich nur gefragt, hätte ich jetzt diese Verbandslinse nicht? Das war ja so schon so furchtbar viel schlimmer als auf der Seite. Wie schlimm wäre das ohne gewesen. Jedenfalls hat er gesagt, ja, also ich kann jetzt auf jeden Fall noch nicht arbeiten. Normalerweise habe ich ja gesagt, ich komme nach einem Tag wieder arbeiten. Ging nicht. Ich musste viel länger, ich glaube über eine Woche länger zu Hause bleiben, was ich auch blöd fand. Und wie gesagt, ich bin nur im Bett gelegen. Ich kam vielleicht kurz raus zum Essen, wenn überhaupt. Aber ich war nur im Bett. Ich habe Dunkelheit gehabt, Hörbücher gehört. Das Auge war auch im geschlossenen Zustand, nur am Tränen die ganze Zeit. Es hat gebrannt, es hat wehgetan. Ich hatte solche Schmerzen, die ich noch nie hatte. Was der Arzt noch gesagt hat oder was er mir prognostiziert hat, ist, dass das jetzt viel länger braucht, die Heilungsphase. Also ich kann mich mindestens mal auf 4 bis 6 Wochen einstellen. Aber er hat mir versprochen, dass es wieder wird. Weil ich hatte wirklich Angst. Also wenn man auf einmal Doppelbilder sieht, es war echt krass. Es ist besser geworden. Mit was ich lange Probleme hatte, war auf dem Computer was anzuschauen, was einen schwarzen Hintergrund hatte und eine weiße Schrift, weil das war eigentlich immer noch doppelt. Nicht mehr so auseinander, so ganz leicht eben, und es war schon störend. Das Auge war dann mittlerweile komplett gut und nach ungefähr, ja wie gesagt, 4 Wochen war es dann soweit auch in Ordnung. Leichten Schleier, leichte Doppelbilder noch, aber es ging. An Silvester habe ich mich dann zum ersten Mal wieder geschminkt. Normalerweise darf man sich nach 2 Wochen wieder schminken. Das heißt, ich hätte 2 Tage 3 mich früher schminken dürfen, aber nur gut. Da habe ich mich dann zum ersten Mal wieder getraut. Dann habe ich mir eine extra Laborbrille bei Amazon bestellt, die einfach hier an der Seite auch zu ist, weil wir ja 2 Langhaarkatzen haben. Und ich mir gedacht habe, das Schlimmste, was mir jetzt noch passieren kann, ist bei einem frisch operierten Auge da ein Katzenhaar reinzukriegen, weil ich kann da nicht reiben. Wie soll ich das wieder rauskriegen? Also hatte ich so Laborbrillen, die habe ich jetzt auch immer noch. Und ich habe in den ersten Wochen sehr, sehr aufgepasst, dass kein Wasser in meine Augen kommt. Der Paddy hat mir geholfen. Ich habe eigentlich nur noch gebadet, weil Duschen war mir zu riskant. Der Paddy hat mir dann die Haare ausgewaschen zum Beispiel. Dann habe ich noch circa 3 Wochen die Augenklappe nachts getragen, dass ich einfach nicht unterbewusst mal reibe oder irgendwas. Und es ging auch ganz gut. Es war dann auch ganz seltsam, die nicht mehr zu tragen, weil ich mich dann so unsicher gefühlt habe. Ich bin einfach ein bisschen ein Schisser. Aber dann jetzt nach der Heilung. Also erstmal, ich sehe jetzt perfekt. Dieses Auge ist jetzt auch okay. Ich sehe keine Schleier mehr, auch nicht, wenn ich müde bin oder sonst irgendwas. Ich sehe nichts mehr doppelt, ich sehe einfach klar. Es tut auch nichts mehr weh. Der Arzt hatte recht, es ist alles gut geworden. Kommen wir einfach mal zu den Nebenwirkungen, die normal bei so einer ICL sind. Also ich sehe nachts Halos. Das sind so Lichtringe, wenn ihr zum Beispiel draußen nachts lauft und an der Laterne vorbeilauft. Auch da dran vorbei und dann ist er erst klein und wird immer größer, der Ring quasi, umso weiter ihr halt weglauft davon.
Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Durch meine Recherchen wusste ich, dass das so ist und dass sich das Gehirn daran gewöhnt und es irgendwann ein Stück weit ausblendet und es ist wirklich so. Ich sehe es eigentlich kaum noch, obwohl es da ist. Wenn ich mir ganz bewusst das mache, dann sehe ich schon, aber so an sich habe ich mich so dran gewöhnt. Lieber Halos als nichts zu sehen oder so schlecht zu sehen, wirklich. Also ich habe kein Problem damit. Manche stört es, manche nicht. Manche machen deswegen die ICL wieder raus, aber das sollte euch bewusst sein. Beim Lasern hat man das nämlich auch und anscheinend sogar viel schlimmer und dann hat man da sogar noch so einen Schleier. Gerade auch abends oder nachts beim Autofahren, diese Rücklichter und so. Habe ich übrigens mit der ICL jetzt gar nicht, also da habe ich keine Halos. Das ist wirklich nur bei Straßenlaternen gewesen, wobei ich mir gerade überlege, ist es überhaupt noch? Oder habe ich mich einfach so dran gewöhnt? Also wo es auf jeden Fall noch ist mit diesen Halos, ist, wenn man abends das Licht anmacht und ich direkt reinschaue. Dann habe ich solche Halos. Aber sonst eigentlich gar nicht mehr. Ich muss das mal beobachten, ob ich das noch habe bei Laternen. Ich hatte es auf jeden Fall nie bei Scheinwerfern oder so. Viele haben da auch Angst wegen der Nachtsicht. Also bei der Nachtsicht bei mir nichts. Ich sehe genauso... Das heißt genauso gut wie vorher. Ich sehe genauso gut wie vorher mit Kontaktlinsen nachts. Also ich sehe alles, ich kann alles erkennen. Ich meine aber, dass ganz am Anfang, dass ich das da nicht konnte. Also da war es echt schwierig für mich, die erste Woche oder so, aber danach war es tippitoppi. Ich habe keinen Schleier oder Doppelbilder mehr, aber es hat halt auf dem rechten Auge sehr lang gedauert. Dann kommen wir jetzt zu meinem Fazit und zwar würde ich es wieder machen. Ja, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Trotz dieser Komplikationen, ich würde es wieder machen und auch hätte ich diese Komplikationen deswegen nochmal und ich würde das wissen, ich würde es wieder machen. Abgesehen davon, ich war ein Einzelfall, also das passiert ganz bestimmt nicht jedem. Das ist wirklich sehr selten, das was mir passiert ist. Aber dieses Gefühl, die Augen zuzuhaben, weil man schläft und dann aufwacht, die Augen aufmacht und man sieht alles. Man muss sich nicht Sorgen machen, oh Gott, wo ist meine Brille? Und so nach der Tasten. Ich war demnächst im Freibad, Leute. Ich kann unter Wasser die Augen aufmachen. Wisst ihr, wie lange ich das nicht mehr konnte? Weil ich konnte nie ohne Kontaktlinsen schwimmen. Ich hätte ja nichts gesehen und mit Brille ist es noch blöder. Deswegen Kontaktlinsen und dann darf er die Augen unter keinen Umständen aufmachen, sonst schwänzt sie raus, zack, weg sind die. Und es war so cool. Solche kleinen Sachen wirklich machen einen da so glücklich. Es ist unglaublich. Die OP, die ist jetzt über ein halbes Jahr her. Wie gesagt, es war im Dezember 2021 und trotzdem schätze ich wirklich noch jeden Tag. Ich habe noch so viel und so oft Momente, wo ich denke, boah, es ist wirklich so ein Geschenk. Es fängt an, wie gesagt, beim Aufwachen. Ich brauche viel weniger Zeit, um mich für die Arbeit vorbereiten oder für sonst irgendwas. Beim Sport muss ich auch auf nichts achten. Die Brille wäre mir runtergefallen, weil sie zu schwer war. Sondern das ist einfach so toll. Ich muss nicht mehr meine Augen zukneifen, wenn ich dusche. Ich kann ganz normal meine Augen zumachen und wenn ausgespült ist das Shampoo, dann kann ich sie aufmachen. Ich schätze es jeden Tag und würde es genauso wieder machen. Sorry Leute, die Kamera ging aus. Ich muss keine Brille, keine Kontaktlinsen mehr mitnehmen, wenn wir auf Reisen sind. Das ist auch Platz, der zusätzlich da ist, an das man nicht denken muss. Meine Lebensqualität hat sich unglaublich verbessert dadurch. Und wie gesagt, ich würde es wirklich ganz genauso wieder machen. Ich bereue es überhaupt nicht. Preismäßig habe ich euch, glaube ich, auch noch nichts gesagt. Also beide Augen zusammen haben 6.500 € gekostet. Ja, das ist ein Batzen Geld. Ich habe einen Kredit dafür aufgenommen. Aber jetzt rechnet mal zusammen, wie viel Kontaktlinsen ihr braucht, wie oft ihr vielleicht mal eine neue Brille braucht. Und es lohnt sich auch für dieses Lebensgefühl wirklich. Also für mich, da muss man natürlich abwägen. Das ist bei jedem so ein bisschen anders, was er einfach für sich als Luxus oder als Lebensqualität einstuft. Aber für mich war es das definitiv. Ich würde es jedes Mal wieder so machen. Ich will einfach einen ehrlichen Bericht abgeben. Ich wollte ehrlich sagen, wie es bei mir ablief. Und bei mir war eben nicht alles so, wie es sein sollte. Und das heißt nicht, dass es bei euch so sein wird. Wenn ich die ganzen anderen Vlogs über diese ICL-Implantation angeschaut habe, dann war bei denen immer alles gut. Und ich bin jetzt halt eine Ausnahme. Also lasst euch davon keine Angst machen, wirklich nicht. Und wie gesagt, jetzt ist auch alles gut. Jetzt bin ich auch glücklich. Also falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Ich hoffe eigentlich, dass ich so gut wie alles gesagt habe. Ich habe mir nämlich ein richtig schönes Skript geschrieben, das über 3 Seiten lang war. Aber natürlich habe ich vielleicht trotzdem irgendwas vergessen. Also falls irgendwas fehlt oder
ihr irgendwie eine Frage habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gewillt, sie zu beantworten. Dann sind wir jetzt am Ende von dem Video angekommen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was davon mitnehmen konntet, dass euch die Entscheidung vielleicht erleichtert wurde, wenn ihr auch vor der Entscheidung steht, ob ihr das machen wollt, weil eure Augen zu schlecht sind oder auch nicht, oder weil ihr einfach nicht lasern wollt, sondern eher so eine IZL machen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald!